Für so ein leckeres Kleinod als Törtchen brauchen wir heute mal einen speziellen Biskuitboden und dafür müssen wir uns erstmal die Eier mit Zucker schön schaumig rühren. Jetzt tun wir uns auch gleich mal den Ofen vorheizen. Weiter geht's mit den trockenen Zutaten. Da tue ich mir hier ein bisschen Backpulver ins Mehl und einen ganzen tollen Mohn. Oh, herrlich, ich liebe ja Mohn, ne? Und ein Prise Salz. Und das tun wir uns schon mal ein bisschen verheben hier. Jetzt habe ich gerade ein neues Wort erfunden. Verhebe, meine Güte. Ich meine, unterheben ist wieder. Und die Joanna Sagrada, echt manchmal. Ich habe da schon mal was vorbereitet, ne? Mein Backblech und mein Tortenringel habe ich auf 20 cm eingestellt, so Manschette drum aus Backpapier. Aber es findet ihr alles ja nochmal unten in der Infobox, Zutatenliste und das Rezept zum Lesen. Und da kommt jetzt dann unser Leckerteig rein. Die 8 Minuten sind jetzt schon rum und jetzt gucken wir mal, wie schön schaumig und weiß und cremig das schon ist, ne? Jetzt können wir dann schon anfangen, unsere trockenen Zutaten unterzuheben. Aber ganz vorsichtig, Leute, ganz langsam. Also ihr seht, Leute, wie schnell das geht. Man braucht sich gar keinen Mohnbiskuit kaufen. Gibt's überhaupt nicht zum Kaufen. Müssen wir eh selber machen, siehst du? So ganz vorsichtig, ne? Und weil der Mohn sich nämlich auch mit Flüssigkeit immer vollsaugt, braucht man noch 5 Esslöffelchen heißes Wasser. Das tun wir jetzt auch noch schön unterheben. Und ab geht's in die Form. Und schon kommt das Leckerchen in den Ofen. Der Boden ist jetzt schon mal abgekühlt und den sägen wir uns jetzt in 4 schöne dünne Scheibchen. Dafür nehme ich hier meine dolle Säge, ne? Die verlinke ich euch auch nochmal, weil damit geht es total klasse. Und da müsst ihr nämlich auch wirklich aufpassen, da braucht ihr wirklich das mit dem Sägemesser vorne dran, weil mit dem Drahtschneider wird es mit Sicherheit nicht. Dafür ist der Boden viel zu fest. Den ersten Boden habe ich hier schon mal auf meiner drehbaren Tortenplatte platziert und dann brauche ich natürlich wieder mein Tortenringle, das kommt da oben drüber und natürlich meine super duper Tortenrandfolie, die liebe ich ja, ne? Weil da sieht nämlich das Törtchen hinterher, wenn wir alles abmachen, nicht so verzuppt aus, ne? Jetzt schlage ich mir erstmal ein bisschen Sahne mit Sahne, Steif und Zucker, weil die braucht man nämlich für den Sahnemantel und für die Füllung und jetzt schneide ich mir schon mal die Erdbeeren klein fürs Erdbeerpüree. Und dann braucht man noch ein paar Würfelchen für die Füllung. Das mache ich jetzt dann auch gleich. Die Sahne ist schon fertig, weil da muss man immer aufpassen, dass die nicht überschlägt, ne? Und die stellen wir uns jetzt so im Kühlschrank. Die Erdbeerchen habe ich jetzt so richtig schön durchpüriert, ne? Und in mein Döpfchen hier, da habe ich ein bisschen Zucker drin. Da kommt jetzt noch Agar-Agar rein. Ihr könnt natürlich auch Gelatine nehmen. Und da gießen wir dann unser Erdbeerpüree auch gleich drin. Da müssen wir natürlich alles ein bisschen unterrühren und nicht zu lange aufkochen. Und das riecht so gut. Erdbeerpüree, herrlich. Das Töpfchen nehmen wir jetzt mal runter und lassen es ein bisschen abkühlen. Dann brauche ich noch meine Sahne. Und die schlage ich mir jetzt mit Sahne, Steif und Zucker. Das Erdbeerpüree habe ich mir schon mal umgeschüttet in so eine Schüssel, weil sonst dauert mir das zu lang. Das dürfte nämlich nicht zu heiß sein. Oh ja, jetzt passt das Erdbeerpüree, ist nicht mehr so ganz heiß. Und jetzt können wir dann anfangen und tun das langsam untereinander mischen, ne? So ein bisschen Erdbeerpüree in den Joghurt rein und dann tun wir das verrühren und wieder zurück und so hin und so her, ne? Ihr seht ja, ich gebe immer ein bisschen was hin und was her und was rüber und was rüber, dass sich das schön vermischt. Mensch, das wird die ultimative Erdbeercreme, wenn ihr wüsstet, wie das duftet. Herrlich. Die Creme ist jetzt soweit fertig und bevor das alles dicke wird, ne, tun wir das jetzt schön langsam in der Sahne unterheben. Immer so ein bisschen schwuppelweise, ne? Üben wir erstmal ein bisschen was. Ach, das ist überhaupt immer kleckern muss. Ich muss immer, oh, herrlich. Ich wasche mir schnell die Hände. Weil das muss ja sein, ne? Und jetzt tun wir alles schön ein bisschen unterheben. So, fertig. Und jetzt schichten wir unser Törtchen. Ihr habt ja gesehen, der zweite Boden ist drauf und jetzt kommt unsere Extraschicht Sahne für die Mitte. Und das Ganze jetzt einfach ein bisschen gleichmäßig verstreichen. Und jetzt kommt schon die nächste Bodenschicht. Bisschen andrücken, nicht so dolle, ne? Und dann geht es weiter mit der Erdbeercreme. Das tun wir dann auch ein bisschen glatt streichen, ne? Da muss man nicht so viel streichen, weil das ist nämlich noch ein bisschen weich, ne? Aber das macht gar nichts, weil das wird dann im Kühlschrank so richtig schön fest. Und jetzt tun wir schon die letzten Erdbeerchen drauf. Und dann haben wir auch schon den letzten Boden oben drauf, ne? Das passt ja wieder perfekt, ne? Und dann drückte das so ein bisschen drauf, dass das glatt ist. Man könnte auch eine Wasserwaage nehmen, aber man muss ja nicht. Und jetzt noch mal eine schöne Schicht Sahne oben drauf.
Jetzt brauchen wir dann unsere Winkelpalette, ne? Und da tun wir das oben noch so richtig schön glatt streichen. Ein bisschen Sahne hebe ich mir noch auf für den Rand und so stellen wir es jetzt in den Kühlschrank. Ich bin ja sowas von verliebt in diesen Traum aus Erdbeeren, Mohn und Sahne. Leute, bleibt gesund. Ciao!